Ja, Freunde, Amouage macht's einfach wieder richtig gut. Wie immer. Sie sind einfach eine andere Liga. Ja, heute sprechen wir über den Purpose 50 oder Purpose 50. Yes, hier haben wir ihn. Ich habe ihn noch nicht im Flakon, aber der wird in meiner Sammlung wandern. Ich kenne tatsächlich so richtig nur den 50er, nicht den normalen. Der normale soll irgendwie trotzdem irgendwie harscher und männlicher sein. Das ist aber so lange her, wo ich den irgendwie gerochen habe. Den habe ich nicht mehr im Kopf, aber den 50. So, und den wollte ich jetzt endlich mal vorstellen. Ich habe ihn schon, ich glaube, im Frühjahr gerochen und es ist einfach herrlich. Mein Name ist Dennis aka Verganslagen aus Hamburg. Ich sage für die Leute, die es noch nicht begriffen und verstanden haben. Folgt mir, Leute. So, Amouage. Ich sag ja immer wieder, es ist einfach eine andere Liga. Und wenn man den Vergleich zwischen Search of zum Beispiel macht, ist Amouage da und Search of hier. Und nicht, weil Search of zu viel raushaut. Ja, im Endeffekt auch. Und nicht, weil ich letztens das Video gemacht habe. Hier, schaut mal gern rein. Da ging es um Search of, weil die vieles verändern. Ja, natürlich hat das damit zu tun, weil die Qualität bei Amouage, da wird also, wenn sie was reformulieren, bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich reformulieren. Natürlich machen sie es mal. Sie haben es, glaube ich, bei Epic Man gemacht. Sie haben es auch bei No Reflection Man gemacht. Aber immer noch so, dass es trotzdem cool ist. Bei Search of ist es, guckt bitte das Video an, ich möchte nicht wieder darüber reden, ne? Aber der 50 hier, wenn ihr einen obergeilen Weihrauchduft haben wollt, natürlich Weihrauch hier, Amouage macht geile, hier Interlude ist einfach mein Lieblingsduft von Amouage. Interlude habe ich alle drei Versionen, die Iris-Version, das Original, die alte Version vom Original und den 53er. Ist das der 53? Ich glaube der 53er, ja. Und nun kommt der 53er vom Purpose, ja, und ich muss sagen, Bergamotte, Weihrauch habt ihr am Start und was Pfeffriges. Ihr habt also richtig schön die pfeffrige Note, ihr habt den Weihrauch sofort da. Ist schon fast Kirchenstyle, muss ich betonen, muss ich erwähnen, kommt aber wirklich gut. Ich packe das ja weg, ihr habt den Flakon eingeblendet und es ist übrigens auch ein nicer Flakon. Und es ist einfach so, dass also ich finde, das Amouage kann Weihrauch. Sie können es einfach. Und es ist schon genial gemacht. Und dann habt ihr die Bergamotte und was Pfeffriges. Und das merkt ihr hauptsächlich. Und das ist interessant. Wir nehmen hier den nochmal. Vielleicht sollte ich den hier mal ganz kurz sprühen. Wir haben auch Rose, wir haben Sandelholz, wir haben Vanille. Und wir haben natürlich auch Safran. So, und dieses ganze Zusammenspiel ist einfach genial. Und es ist ein sehr starker Duft. Ach, der ist herrlich. Also, ich kann mir vorstellen, also so wie wie es ist so lange her, der Purpose, der normalen, aber ach, es ist herrlich, ne? Es ist schon herrlich. Ob man nun beide braucht, ist die zweite Frage. Ich denke mal, das ist einfach, der 50er ist abgerundeter Tiefe. Das ist wie beim Interlude Man. Im Endeffekt ist der Interlude Man das Original, das ist für mich ein Meisterwerk. Aber ein Meisterwerk Plus ist einfach der 53er. Und die Iris-Version ist eine andere, ist aber auch ein Meisterwerk. Also Interlude Man, ich liebe es. Und dadurch, das ist natürlich würziger, aber ist es eben auch immer Weihrauch mit dabei. Und das macht Amouage sehr gut. Und der Purpose, der steht hier, ihr habt also eine schöne grüne Bergamotte, ihr habt Safran, das merkt man, ihr habt was Pfeffriges, merkt man, ihr habt eine leichte Rose im Background und dieser Safran merkt ihr definitiv, ihr merkt auf jeden Fall Weihrauch, Safran auf jeden Fall, Bergamotte schwingt im Hintergrund mit, aber sie ist einfach da und die Rose und dann kommt Sandelholz noch und eine Vanille, die kommt nachher in Dry Down, es ist einfach dieses ganze Zusammenspiel, es ist auch hier ein Meisterwerk. Und da kommen wir denn eben, was ich eben schon am Anfang gesagt hatte mit Search of. Ja, ich habe 46 Düfte und ich muss ja schon langsam meine Lieblingsbrand mit. Und eine ganze Weile, Tom Ford war es ganz früher und so weiter. Es gibt natürlich immer, klar. Und sie haben natürlich noch geniale Düfte, aber ich habe eben auch die alten Versionen hier eben alle stehen. So, und das ist der Punkt. Aber Meisterwerke, ich spreche bei Amouage einfach viel mehr von Meisterwerken. So, weil es einfach auch so ist. Während man zum Beispiel, ich will auch nicht mal Searcher als Beispiel nehmen, könnte man jetzt auch andere nehmen, Initio zum Beispiel, obwohl Initio für mich also komplett underrated. Es ist eine Brand, die im Nischenbereich dazugehört, aber so
underrated ist, finde ich. Ich habe auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Düfte und die sind nice. Die sind auch nice. Aber auch da kommen die nicht an Amouage ran. Es ist ein Haus, was richtig genial gemacht ist. Auf Clive Christian ist geil, habe ich. Aber kommt in Schnitt, finde ich, auch nicht an Amouage ran. Amouage macht es einfach gut. Und der Purpose 50, ihr merkt das einfach, diesen Safran, so ein bisschen nicht seifig, würziger Safran, auch falsch, ja, wie Safran eben ist, wie Bergamotte, spritzig, grün, knackig und dann ja, einfach, ich hatte so ein bisschen so einen seifigen Touch, finde ich. Aber das ist auch vielleicht nur in meiner Nase. Es ist einfach das Pfeffrige auch. Und dann diese ganzen diese Komponenten, diese ganze Zusammenbau über diesen Duft ist top. So, und ich habe ja auch, wie gesagt, das Original, den Purpose, den Normal nicht im Kopf mehr. Aber er ist eben noch ein bisschen harsch, aber trotzdem auch das ist die fand ich früher auch gut, das weiß ich noch. Ein genialer Duft. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich Düfte verkauft habe von Amouage. Ich werde sie mir wiederholen, weil im Endeffekt, das war einfach so, man weiß an früher, ach ja, kann gehen, ist trotzdem geil, aber wenn du den haben willst, ich wurde von Freunden gefragt, ach ja, hier, möchtest du den haben, kriegst einen guten Preis oder auch einmal verschenkt, dann ist das so, ne, aber da gibt's so einige, die ich auf jeden Fall wieder haben möchte. Epic Man zum Beispiel ist nicht dabei. Da habe ich Epic, den seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Das ist die Damenversion, Epic 56, glaube ich. Das ist einfach es ist auch für mich kein Damenduft, ne? Also ganz ehrlich, also das kann mehr Mann tragen. Und das ist so der fertige Epic Man. Ich will mal die Nummer. Ich will nicht das, ja, 56. Kann man nicht sehen. Und hier ist 53, ja. Es ist schon geil. Also alles, was Amouage macht und anfasst, ist nice. Und da gibt's ja noch ganz andere. Ich werde demnächst noch mal ein paar andere vorstellen von Amouage, die ich kennenlernen durfte. Absolut geil. Auch da wieder genial. Und ich kann einfach diese Titel, wie soll ich sie nennen? Es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk. So. Und wenn ihr Bock habt auf den Purpose 50, der kostet ein bisschen, aber ganz ehrlich, die Haltbarkeit ist gut, die Sillage ist oder bombastisch, die Haltbarkeit auch, die Sillage und es ist eine so geile DNA. Wenn ihr natürlich in diese Richtung Düfte mögt und wenn ihr Amouage mögt, dann kommt ihr an diesen Duft gar nicht vorbei. Es ist einfach so. Und ja, der ist teuer, aber ich sag's immer, man muss natürlich grenzen, wie teuer darf ein Duft sein, aber bei Amouage sage ich, es lohnt sich fast, weil ganz ehrlich, ja, der ist schweineteuer, der 53er. Interlude. Aber ganz ehrlich, es ist so genial. Es ist so ein genialer Duft und lohnt sich das Update. Es geht hier zwar nicht um den Duft, aber ja, auch da lohnt sich das Update einfach. Ich bin einfach Fan der Marke. Dafür habe ich eigentlich viel zu wenig, wenn ich überlege, dass ich von Search auf 46 Düfte habe. Hier habe ich nicht ansatzweise so viel, aber ich habe auch einige. Ich hätte ja schon, wie gesagt, schon mehr. Aber ja, schreibt mal runter, kennt ihr den, kennt ihr das Original, kennt ihr beide, wie vergleicht ihr die und wenn nicht, auf jeden Fall mal testen gehen. Auf jeden Fall mal testen gehen, vor allen Dingen, wenn ihr einen geilen Safran-Weihrauch-Duft haben wollt. Dann ist einfach dieser Duft einfach genial. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder, das war's und bis zum nächsten Mal.